Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere Schinken-Käse-Makkaroni aus dem Backofen. Dafür bereiten wir zuerst die Soße vor. 50 Gramm Butter in einen kleinen Topf geben, die Butter bei mittlerer Hitze zum Schmelzen bringen und sobald die Butter anfängt zu schäumen und sich komplett aufgelöst hat, geben wir 50 Gramm Weizenmehl dazu. Mehl und Butter mit einem Schneebesen glatt rühren, unterrühren, kurz köcheln lassen und wenn das erledigt ist, kommen die Flüssigkeiten dazu: 500 Milliliter kalte Milch sowie 250 Milliliter Gemüsefond oder Fleischbrühe. Alles einmal kurz miteinander verrühren. Danach würzen wir die Soße schon mal. Dafür gebe ich einen Teelöffel Senf dazu, außerdem je einen Teelöffel Knoblauch sowie Zwiebelpulver, etwa einen halben Teelöffel Muskatnuss und natürlich eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Die Gewürze jetzt ebenfalls unterrühren und die Soße bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Dabei immer gut umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Die Soße unterrühren, für ein paar Minuten leicht köcheln lassen und wenn das erledigt ist, vom Herd ziehen. Jetzt kommt noch geriebener Käse dazu, insgesamt 200 Gramm geriebenen Cheddar. Hier könnt ihr natürlich auch jeden anderen Käse verwenden. Den Käse in der heißen Soße schmelzen lassen und die Soße danach kurz zur Seite stellen. Nebenbei können wir auch schon ein paar Nudeln kochen. Dafür einfach einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser aufsetzen, das Wasser zum Kochen bringen, dann 500 Gramm Makkaroni ins kochende Wasser geben, die Nudeln für ca. 7 Minuten oder nach Packungsanweisung bis fest garen, gelegentlich mal umrühren nicht vergessen. Außerdem schneide ich noch etwas Schinkenfleischwurst in kleine Würfel. Hier könnt ihr alternativ auch Kochschinken oder einfach Bockwürstchen verwenden oder ihr lasst das Fleisch ganz weg, das würde auch gehen. Zum Ende der Nudelgarzeit werfe ich zum Auftauen noch 250 Gramm Tiefkühlerbsen mit in den Topf. Einmal kurz umrühren, Nudeln und Erbsen danach über einem Nudelsieb abgießen, kurz abtropfen lassen und dann in eine passende Auflaufform umfüllen. Jetzt die Wurst dazugeben, alles einmal gleichmäßig in der Auflaufform verteilen und zum Schluss kommt die vorbereitete Käsesoße dazu. Eventuell nochmals kurz umrühren, dann einfach über die Makkaroni gießen und so wandert die Auflaufform danach in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 25 Minuten, bis alles eine goldbraune Farbe angenommen hat. Die fertigen Schinken-Käse-Makkaroni danach aus dem Ofen holen, so sehen sie nach dem Backen aus. Jetzt auf Tellern verteilen und servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.